und Ampli verschwendet. Noch ist es egal. Also bis ich unter 20 Amplis falle, verschwende ich sie. Und ich level ja eh nie eine Stunde durch eigentlich. Aber wenn ich jetzt da nicht mehr so viele habe, werde ich hier und da, also unter 20 Minuten werde ich dann keine mehr aktivieren. Dann nur noch, wenn es mindestens 20 sind, I guess. Zum Party ziehen lohnt sich eigentlich immer, weil das dauert aus irgendeinem Grund mittlerweile 40 Minuten. Weil die scheiß Mobs so viel HP haben und die Killtime so kacke ist. Bei mir. Also, ich sag mal so 2 pro Tag. Ja, 2 pro Tag. Man kriegt ja andauernd wieder welche eigentlich. Level Reach gibt es bestimmt jetzt auch wieder welche. Und irgendwo zwischen 170 und 180 müsste es eigentlich auch wieder welche geben. Das Problem ist halt, dass einzelne Level-Ups halt nichts bringen. Das nächste Level-Up, das mir wirklich was bringt, ist 175 und dann 180. Alles dazwischen ist halt komplett nutzlos. Also ob ich jetzt 167 oder 174 bin, macht halt keinen Unterschied. Das ist halt bei Dungeons, finde ich, das Einzige, was echt nervig ist. Moment mal, ist hier schon wieder 50% XP-Event? Alter, die letzten 3 Tage auf Borodeng. Ich gehe online und es ist 50% XP-Event. Das kann ja nicht wahr sein. Schon wieder 50% XP-Event auf Borodeng. Chat, das ist geisteskrank. Und auf dem FEC findet einfach gar nichts statt. Nicht 1. Nicht mal 5%. Das ist crazy. Was ich sagen wollte war, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Das Leveln ist halt irgendwie nicht wirklich motivierend. Wenn du weißt, dass dein nächstes Ziel so weit weg ist und du generell jetzt auch nicht so viel Bock aufs Leveln hast, ist nicht wirklich motivierend. Und dass du in Dungeons dann halt auch nicht stärker wirst. Nur wenn du halt neues Equipment hast, ansonsten macht's, ja genau das war's. Kein Unterschied. Du kriegst den gleichen Schaden, mehr oder weniger, vielleicht minimal mehr, minimal weniger. Gut, du kriegst ein bisschen mehr HP vielleicht, aber das macht auch fast keinen Unterschied. Ein Level-Up macht da keinen Unterschied. Es müssen schon 10 oder 15 Level sein, das wirklich einen Unterschied macht. Und auch dann ist es minimalster Unterschied. Also in der Regel wirst du dann einfach trotzdem sterben. Wenn du davor gestorben bist, wirst du immer noch sterben. Ist halt irgendwie so, ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist halt, dass es dadurch dann ja auch nicht langweilig wird, weil du einfach nur ein höheres Level bräuchtest, damit du nirgendwo mehr Schaden bekommst oder so, so wie es früher bei FlyFPC eher der Fall war. Wäre es dann irgendwann wieder langweilig, weil dann müsste man nur bis zu einem gewissen Punkt leveln und wäre dann automatisch einfach unsterblich. Also das ist schon gut so, dass es nicht so ist. Aber wie gesagt, dann ist halt so ein einzelnes Level-Up ist halt dann auch überhaupt nicht motivierend, weil es dir erstmal auch einfach gar nichts bringt. Einer der Gründe, warum ich null Bock auf Leveln habe. Einer der vielen Gründe. Weil es ist ja nicht ein Level-Up mal schnell machen, sondern du musst dann immer direkt 5, 8, 10, whatever. Und das machst du halt nicht einfach mal so schnell nebenbei. Selbst wenn ich nur leveln würde, wird es ja trotzdem dann ein paar Tage dauern. Minimum. Auf FlyFPC hat jedes Level was gebracht? Nein. Nicht jedes Level up. Kommt auf den Kontext an. Aber in FlyFPC konntest du Dungeons outleveln. Oder eher outleveln. Also in Flyf Universe ist es so, theoretisch, dass du mit 166 genauso stark bist wie mit 190. Der einzige Unterschied ist dein Equipment, was du anhast. Ist halt nicht mehr das gleiche. Und dadurch wirst du dann effektiv stärker. Aber der Dungeon an sich bleibt immer gleich stark. Und das war in FlyFPC ja nicht so. Das meinte ich. Das ist eine neue Mechanik. Die gibt es nur in Flyf Universe. Die gibt es in FlyFPC nicht. Das habe ich gesagt. Und auch gemeint. Heißt jetzt nicht zwingend, dass jedes Level-Up dich in FlyFPC unfassbar viel stärker gemacht hat. Das habe ich aber auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es den Flyf Universe auf Dungeons bezogen halt wirklich gar nichts bringt. 0,0. Ist das denn so? Ja, das ist so. Steht in irgendeiner Patchnote, steht das drinnen. Wahrscheinlich bei New Horizons. Dass diese Dungeons dynamisch sind und dein Level keine Rolle spielt. Sondern der Dungeon sich immer an dein Level anpasst. Also bleibt er immer gleich stark, sofern dein Equipment sich nicht verbessert. Also nur weil du ein höheres Level hast, wird der Dungeon dadurch nicht leichter. Weil sich der einfach an dein Level anpasst. Und wenn sie das richtig umgesetzt haben, das weiß ich natürlich nicht, aber wenn sie das richtig umgesetzt haben, würde das ja bedeuten, 167 mit dem gleichen Equipment ist das gleiche wie 190. Wenn sich am Equipment nichts geändert hat. Ob die das richtig umgesetzt haben, das weiß ich nicht. Aber würde mich wundern, weil sonst wäre das ja bekannt. Das wäre wahrscheinlich schon mal aufgefallen.
wenn die das komplett vergeigt hätten.